nämlich viel verschleudertes Kapital auf der Welt. Wisst ihr, dass in Amerika sogar den Weizen verfaulen lassen? Ganze Ernten. Wisst ihr das überhaupt? Ja, klar. Weiß doch jeder. Aber Australien ist ja noch viel, viel verrückter. Da gibt's Eidechsen, die sind direkt vorsintflutlich. Meterlang sind die. Und wohnen in Tümpeln in dickem Wasser. Kein Mensch weiß, wovon sie leben. Kein Mensch. Guck mal. Der da, der feine Pinkel. Das ist der Chef hier, Träger. Na, der da, der feine Pinkel. Bums heißt der. Komischer Name, ne? Oh. Und der da? Der bei ihm steht und flüstert? Das ist der Reinhold. Arbeitet irgendwie enger mit ihm zusammen. Aber was wirklich genau ist, weiß niemand. Weg. Will dir guten Tag sagen. Meinetwegen. Noch ein Bier, bitte. Gut. Hat mir viel von Ihnen erzählt, unser Freund Mac hier. Ach so? Hat er das? Ja, immer wieder hat er angefangen von seinem alten Freund Bieberkopf. Sagen Sie, was für Geschäfte machen Sie eigentlich? Och, ich werde wohl wieder mit Zeitungen anfangen. Naja, ist ja nichts gegen zu sagen, Zeitungen. Aber vielleicht können wir beide auch gelegentlich ein Geschäft machen. Ich handle meistens mit Obst. Warum nicht? Das kommt halt auf den Verdienst an. Da haben Sie recht. Völlig recht haben Sie da. Auf den Verdienst kommt's an. So denke ich auch. Es mit Vorsicht zu genießen, der Mann und nachgebraucht zu schütteln. Kennt ihr die Geschichte, wie einer in Amerika heiratet und sich nichts dabei denkt? Denkt, es ist eine Weiße und dann ist es eine Negerin? Was, sagt er? Du bist eine Negerin? Bums, fliegt sie raus. Mein Herz. Also wenn ich sage, ich habe 7 Bier getrunken, habe ich nur 7 Bier getrunken und keine 8. Ruhe da! Na also. Der hat so wohl nicht alle. Ich werde dich auf, Max. Mach uns 2 Doppelte. Wird gemacht. Bitte sehr. Los, weg. Ob der Kommunist ist. Ja. Der Lager da mit der kleinen Blonden. Der Kerl, die Schwindsucht hat, den müsste man mal in eine Heilstätte schicken, nach Belitz oder so. Das den so rumlaufen lassen. Was treibt denn der eigentlich? So wie wir. Meistens Obst. Aha. Auch Obst. Was der für traurige Ohren hat, der Kerl. Der hat bestimmt auch schon mal gesessen. Hey! Ja, komm doch mal her. Geh doch mal hin. Man kann nie wissen, was einer will, oder? Der denkt jetzt auch, dass ich schon mal gesessen habe. Ganz bestimmt denkt er das, ne?
Ja? Ich hab eben gewettet, dass du schon mal gesessen hast. Und außerdem habe ich noch gewettet, dass du gedacht hast, wie du mal eben gesehen hast, dass ich auch schon mal gesessen habe. Und das stimmt, mein Junge. 4 Jahre Tegel. Und jetzt wärst du das. Und was? Hm? Tut mir leid. Hab noch nicht gesessen. Nicht einmal. Politisch bin ich mal gewesen. Als ich jünger war. Wollten eine Jastanstalt in die Luft sprengen. Sind aber verpfiffen worden. Aber mich haben sie nicht gekriegt. Und was machst du jetzt? Obsthandel zum Beispiel. Obsthandel und helfen. Und wenn ja nicht, jetzt stempeln. Sonst noch? Nee, das war's. Danke. Komisch. Die meisten Leute haben dann gemerkt, würdigerweise alle mit Obst. Obst. Scheinen dabei ganz gut zu verdienen. Ist doch ganz einfach. Pommes versorgt uns. Pommes ist unser Grossist. Nee. Nee, da bleibe ich lieber bei meinen Zeitungen. Musst du wissen. Jeder muss wissen, was er tut. Mein Gott, der Biberkopf, na, das ist aber schön. Ich hab gehört, dass ich wieder in mein Zimmer, in meine Werkstatt kann. Der Mick hat mir das erzählt. Ja, das stimmt. Stimmt ganz genau. Ne? Kommen Sie doch rein. Ne? Ja. Ist nicht verändert. Ich habe nicht angerührt. Das ist alles noch so, wie Sie es verlassen haben. Ja. Nur das Fräulein Nina, die hat ihre Sachen geholt. Aber sonst ist alles noch, wie es immer gewesen ist. Ja, auf alle Fälle vielen Dank. Ach, Unsinn. Gibt's doch nicht zu danken. Na, vielleicht doch nicht. Mein Gott. 3 Stunden habe ich gewartet. Seit 3 Stunden habe ich jede Sekunde gedacht, du kommst. So, 3 Stunden schon. Das tut mir aber leid. Ach, und sie muss dir doch nicht leid tun. Hast ja nicht wissen können, dass ich hier warte auf dich. Ich dumme Kuh. Das musst du nicht sagen. Du bist keine dumme Kuh. Du dass du jedes Mal den Miete bezahlst. Verstehst du, das ist nicht nötig. Das ist wirklich nicht nötig gewesen. Quatsch, das ist so billig, das Zimmer. Das fällt gar nicht auf bei mir. Und dann, ich bin so glücklich gewesen hier in dem Zimmer mit dir. Schon. Aber in dieser Bude hier, da habe ich auch mit der Ida gelebt. Und hier habe ich die Ida geschlagen und umgebracht. Und nachher war die Lina da. Und mit der Lina habe ich hier auch gelebt. Mit der Lina also. Komm, lass es uns noch mal machen. Hier. Einmal noch, komm. Nee. Bitte. Nee. Warum denn nicht? Ist er doch nicht mehr wie früher, ist doch nur wegen dem Spaß. Weil ich dich nicht vergessen kann. Soll doch auch gar nicht mehr werden wie früher. Habe ich doch längst begriffen, dass du nicht mehr willst. Dass kein Lude mehr sein willst. Macht ja auch nichts. Aber das ist doch ganz was anderes. Na gut.
Arbeiterregierung in Oslo gestürzt. 6 Tage in Stuttgart beendet. 6 Tage in Stuttgart beendet. Hallo! Na Mensch, du hast mich aber ganz schön erschreckt. Geht er spazieren? Naja, sie sind so durch die Straße gegangen. Wollte Schaufenster ankicken, die Frenze. Kennst du ja. Hast du ja gesehen am ersten Abend, wo du zurückgekommen bist. Tag. Ja, wenn man sich was leisten kann, dann kann man sich auch Schaufenster ankicken. Richtig. Wenn man sich Schaufenster ankickt und kann sich nicht leisten, das macht traurig. Ziemlich kalt heute. Ja, ist ziemlich kalt heute. Kommst du heute Abend vorbei? Ja. Ist prima. Können wir ja zusammen ihn trinken. Prima ist es. So, jetzt komm. Bis heute Abend dann. Bis heute Abend. Wiederschauen. Wiederschauen. Arbeiterregierung in Oslo gestürzt. Arbeiterregierung in Oslo gestürzt. 6 Tage in Stuttgart beendet. Arbeiterregierung in Oslo gestürzt. Ach, du bist das. Hast du mal einen Moment Zeit? Nee. Du musst doch einen Moment warten. Ich hab so einen Druck auf der Blase. Und wenn ich pinkle, dann nimmt das kein Ende. Lass mal. Ich hab Zeit. Diese Weiber. Diese idiotischen, verrückten Weiber. Immer nur Scheiße. Immer der ewige selbe Dreck, Mist, die Weiber. Oh Mann, oh Mann. Du nimmst ja die Weiber wirklich ernst. Das hat er ja nicht gedacht von dir, doch. Was heißt ernst? Du kennst ja die Frenze, die immer schon mit mir die ganze Zeit rumzieht. Die hast du doch gesehen. Ja klar, das ist deine Freundin, mit der du jetzt immer rumziehst. Genau. Und die ist die Frau von dem Kutscher, der arbeitet in der Brauerei irgendwo oder so. Und die Frenze ist dem weggelobt, verstehst du? Die hat den meinetwegen verlassen. Also bitte, was willst du denn noch mehr? Was soll denn die Frau mehr tun, als dass du den anderen verlässt, deinetwegen? Mein Gott, das ist es doch gerade. Ich will sie nicht mehr. Ich will sie einfach nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr sehen. Na, lass sie doch laufen, Mensch. Das ist doch gerade, was so schwer ist. Die Weiber verstehen es nicht, aber man kann nicht schriftlich gehen. Hast du dir denn schon aufgeschrieben? Ja? Naja, gesagt 100 Mal. Aber sie sagt, sie versteht das nicht. Ich muss verrückt sein, so weit versteht sie nicht. Dann muss ich sagen, also, ich weiß nicht, bis ich krepiere oder was behalten. Ja, vielleicht, ja. Siehst du? Mensch, sei doch nicht so dämlich! Ja, also wirklich, das geht mir nicht ein. Jetzt bist du so ein Kesser Junge und willst mit Dynamit ins Jaswerk. Und bei so einer Sache, da setzt da hin und singst einen Trauermarsch. Also wirklich, das geht mir nicht ein. Nimm sie mal ab. Und was soll ich mit der machen? Na, du kannst sie ja laufen lassen. Also gut. Meinetwegen, ich nehme sie da ab. Mich kannst du da verlassen. Aber dir werden sie noch mal an Windeln nähen. Danke, Franz. Ich hab ja gewusst, dass ich noch auf dich verlassen kann. Natürlich musst du erst ausprobieren. Aber ich glaube, die schmeckt dir. Die ist so ganz in Ordnung. Also morgen Mittag, da schicke ich sie zu dir und gebe dir irgendwas, was sie dir vorbeibringen soll. Und da vernaschst du sie. Das wirst du schon schaffen. Ist kein Problem bei dir, leider. Das schaffst du schon. Und dann
will sie wieder nach Hause. Ich bin nicht da, Schlüssel hat sie keinen mehr. Und dann jetzt immer suchen. Und findet man da nicht, und findet man da nicht, und findet man da nicht. Und außerdem hat sie ein schlechtes Gewissen. Und was macht sie? Sie geht wieder zurück zu dir und ich bin sie los. So einfach ist das. Ob alle Wechselleute auf dem Posten sind, ob die Bahnrichter zur Stelle sind. Die Erwartung im Publikum. Herein! Die Dame ist wieder da, Herr Bieberkopf. Die von heute Mittag. Sie sagt, sie muss noch mal mit Ihnen reden. Ganz aufgeregt ist sie. Sie sagt, sie muss noch mal rein zu Ihnen. Soll ich? Ja, lassen Sie doch rein, Frau Bast. Das ist bestimmt die Frenze. Ist das nicht lustig? Die heißt Frenze und ich heiße Franz. Die wird Ihnen bestimmt gefallen. Dann lassen Sie doch rein. Wie Sie wünschen, Herr Bieberkopf. Kommen Sie rein, Fräulein. Der Bieberkopf empfängt Sie. Franzose auf dritter Bahn. Der Japaner steht in stoischer Ruhe, zuckt mit den Schultern noch einmal. Ein zu gutes Herz, der Mann. Habe ich immer schon gesagt. Noch einmal die letzte Ruhe zu holen. Miller hebt sich Franz. kommandiert. Franze, was heulst du denn? Was ist denn los? Ist was passiert? Hin und her geht das Meer der Köpfe. Frau Bast. Noch einmal wird geklatscht nach einem Sprung von Oda, dem japanischen Weltmeister. Ich bin hier von hier. Da gehe ich heim und merke, dass ich keinen Schlüssel habe und klingel. Und wenn ich aufmache, das ist der Reinhold. Da denke ich, dass er beim Saufen ist. Natürlich ist er beim Saufen. Rennen ist im Gang. Da gehe ich in alle Kneipen, wo er sein könnte. In jede Kneipe, wo ich jemals gewesen bin mit ihm. Dabei trinkt er eigentlich nie, nur ganz selten. Und wenn er trinkt, dann trinkt er gleich richtig. Und ich weiß genau, dass ich ihn irgendwo finde, bis ich dann merke, dass ich ihn doch nicht finde. Dann gehe ich wieder nach Hause und klingel wieder und klingel und macht niemand auf. Und steht der Koffer vor der Tür. Und dann denke ich, gehe ich wieder zu dir. Hör doch auf zu flennen, Frenze. Geht mal ans Herz, wenn Ihnen so flennt. Frenze, bitte. Du hast ihm das doch nicht etwa erzählt? Von heute Mittag, oder? Mein Gott, Frenze, dass du mir so weit zutraust. Du solltest da wirklich was schämen. Also erstens hat ich den Reinhold ja nicht gesehen und zweitens würde ich so was niemals tun, dass ich jemanden so was stecke. Von wem? Nie. Das ist wahr, Franz. Da muss ich mich schämen für. Das würdest du nie tun. Verzeih mir bitte. Die Weltmeisterschaft der Studenten in der Schon 4x100-Meter-Staffel. Danke. Sieger Deutschland. Aber was mache ich denn jetzt? Was um Gottes Willen soll ich denn jetzt tun? Was du tun sollst, Frenze. Das Vernünftigste. Genau das Vernünftigste. Aber was ist das Vernünftigste? Was ist das, Franz? Mein Gott, das Vernünftigste ist, wenn du hier bleibst bei mir. Willst du denn da draußen rumlaufen in der Nacht? In der Kälte holst du doch einen Tod und überhaupt. Das ist ja auch so schön mit dir. So schön ist es. Was siehst du? Und wir passen auch so gut zusammen. So. Und auch so. Ja, passen wir, Franz. Wo du Frenze heißt. Und ich Franz. Lass ich dir mal erzählen, sollst du mal hören. Reinhold, werde ich sagen, gib dir mal keine Mühe mehr mit mir. Ich brauche dich nicht mehr, ich habe einen anderen. Es geht dich gar nichts an, wer das ist. Werde ich ihm sagen, gar nichts geht dich das an. Den habe ich viel lieber als dich. Viel, viel lieber. Wo er doch schon die ganze Zeit so komisch ist mit mir. Frenze besaß ein elastisches Herz, wovon sie bis dato noch keine Kenntnis besaß. Er beobachtete mit Vergnügen, wie sie sich bei ihm festsetzte. Gerade die Linie kannte er. Die Weiber haben es im Beginn immer mit Unterhosen und zerrissenen Strümpfen zu tun. Frenze aber putzte ihm auch noch dazu jeden Morgen seine Stiefel. Dankeschön. Das ist der Franz, mein bester Freund. Von dem ich dir schon so viele erzählt. Na, wieder mal Schaufenster ankicken, ha? Ach,
Eigentlich heute nicht gerade. Wir sind nur so spazieren gegangen. Einfach so. Ach, Silly, kick doch mal Ihr Ausladen an. Das sind moderne Möbel. Interessierst du dich dafür? Ich habe keine Lust mehr heute, Möbel anzugucken, Reinhold. Silly, bitte. Warum denn, wo ich heute gerade keine Lust habe, Möbel anzugucken? Silly, kick dir jetzt bitte die Ausladen an. Diese Weiber können sie einfach nicht angewöhnen zu tun, was man sagt. Sonst will sie immer Schaufenster ankicken. Geht dann immer auf die Nerven mit den Schaufenster, die sie ankicken will. Sieht aber prima aus. Deine neue. Fast wie ein Filmstar. Silly heißt die. Hä? Ja, Silly, das sagt sie wenigstens. Aber wer heißt schon Silly? Naja, ist auch egal. Sag mal, weil ich dich schon ein paar Mal fragen wollte in den letzten Tagen. Die Frenzer hast du schon abgeschoben, ne? Nee, warum denn? Das ist doch eine ganz putzige Gruppe, die Frenze. Im Bett klappt das wie nur eins. Außerdem kann sie kochen, kümmert sich um die Wäsche. Hast du versprochen, dass du bald abstößt? Hast du versprochen? Das ist doch noch zu früh, Reinhold. Ich wollte mir erst im Frühjahr eine neue Braut zulegen. Ja, und Sommersachen. Das ist mir schon aufgefallen. Sommersachen hat die Frenze keine. Anrufen kann ich ja auch keine. Ja, da wird es aber im Sommer gehen müssen. Wisst ihr, was ich sag, Franz? Die Frenze sieht eigentlich jetzt schon ziemlich abgerissen aus. Und was die anhat, also richtige Wintersachen sind das eigentlich auch nicht. Mehr so Übergangssachen. Eigentlich völlig falsch für die momentane Temperatur. Naja, also die Witterung, Reinhold, die kann man nie richtig voraussagen. Da weiß man nie, wie es richtig kommt. Also ich glaube, es wird ganz scharfen Frost geben, Franz. Das ist, was ich glaube. Ganz scharfen Frost. Und guck mal, Silly, die hatten Hasenfell. Guck mal. Ach so ist es. Ach so. Naja, aber was soll ich da mit einem Kaninchen braten, Reinhold? Und ich hab da schon die eine sitzen, was soll ich mir da das Zwei aufladen? Der Chef blüht auch nicht wie Flieder und vorher nehmen und nicht stehlen. Hast du ja nicht nötig, zwei. Vorhin gesagt zwei. Werden Menschen zumuten, sich zwei aufladen? Bist du kein Türke? Man sagt doch schon die ganze Zeit, Mensch. Sag doch, vorhin gesagt, du hast ja zwei aufladen. Und warum nicht gleich drei? Na los, schmeiß sie doch raus. Oder hast du einen? Hast du nicht vielleicht einen für die Frenze? Was denn für ihn? Kann ich doch auf einen Anna abnehmen. Für Frenze. Mensch, du bist aber gerieben, Junge. Da steh ich richtig stramm vor. Da machen wir einen Kettenhandel. Was für eine Inflation, ne? Aber nicht. Weiber jetzt sowieso zu viele. Ja, viel zu viele. Komische Freunde hast du. Wirklich komische Freunde. Willst du dir wieder eine Frau haben? Was? Deswegen lässt du die Ware allein? Um mich zu fragen, ob ich eine Frau habe? Ich weiß nicht, Franz. Weißt du, die Leute ist jetzt... Warte mal. Ja, 6 Jahre sind das her. Die Leute ist jetzt 6 Jahre tot. Seit 6 Jahren lebe ich allein. Und? Wie ist das? Wie ist das? Sorge für mich. Mach die Wohnung sauber und versuche klarzukommen. War schön, du versuchst klarzukommen. Und jetzt frage ich dich bitte sehr, wie sieht es aus in deiner Wohnung? Hab natürlich nicht immer Zeit, alles in Ordnung zu halten. Ja, Lust dazu habe ich auch nicht immer. Ja, mit dem Kochen. Weißt du, da gehe ich schon lieber mal essen, als dass ich selber koche. Das ist doch viel teurer, als wenn du zu Hause isst, Mensch. Klar, es ist teuer, aber es ist nun mal so. Ne? Nee, das ist eben nicht so. Wenn du eine Frau hättest, die würde für dich Ordnung halten, die würde sich um deine Wäsche kümmern, die würde für dich kochen. Mein Herr, das hat gewisse Dinge für sich.
Andererseits, wenn es Streit gibt und Zankereien und Ärger, weißt du, da fragt man sich wirklich, was ist besser für einen? Na, wer sagt denn, dass es Ärger geben muss? Zank und Streit. Wer sagt denn das? Könnte doch sein, dass einer alles in Ordnung hält, was in Ordnung gehalten werden muss. Kocht, was gekocht werden muss, putzt, was geputzt werden muss, zankt und streitet nicht, bringt bestenfalls ein bisschen Leben ins Haus. Da kann es nicht sein. Da kannst du dir das nicht vorstellen. Da kannst du dir das nicht vorstellen, Mensch. Naja, wenn man es so sieht, wenn sie Garantie für geben würde, dass es wirklich keinen Zank gibt und keinen Streit. Ja, weißt du, sowas habe ich gehabt. Da habe ich die Nase voll, das reicht mir. Wieso fragst du mich das eigentlich alles? Weil ich keine hab für dich. Das heißt, du hast eine für mich. Das heißt, was das heißt. Ich hab eine für dich. Dankeschön. Doch, ja, Fräulein. Tag, Herr. Natürlich habe ich den gekocht, den Kaffee. Das ist nämlich kein Kaffee, Franze. Das ist Abwaschwasser. Wie bitte? Ich habe gesagt, das ist kein Kaffee. Das ist Abwaschwasser. Das ist kein Abwaschwasser. Das ist Kaffee. Wenn ich sage, das ist Abwaschwasser, Frenze, dann ist das Abwaschwasser und kein Kaffee. Verstanden? Und ich sage, dass es Kaffee ist und kein Abwaschwasser. Wir haben einmal einen Gast, Frenze. Und da stellst du Abwaschwasser auf den Tisch. Es ist, wie ich es gesagt habe, Franz. Es ist kein Abwaschwasser. Es ist sogar besonders guter Kaffee. Besonders starker Kaffee. Also Franz, wirklich, ich finde auch, das ist kein Abwaschwasser. Im Gegenteil, das ist sogar sehr guter Kaffee, ist das. Wirklich, Franz. Bitte, bitte. Das ist selbst gehört. Es ist Kaffee. Sogar sehr guter Kaffee und kein Abwaschwasser. Na gut, bitte schön. Wenn er findet, dass dein Kaffee Kaffee ist und nicht das, was er wirklich ist, nämlich Abwaschwasser, dann koch ihm doch Kaffee. Wenn er dein Abwaschwasser für Kaffee hält, dann koch ihn doch. Wie kann man sich denn bloß so aufregen wegen Kaffee, ob der nun... Ach, hier geht es doch ja nicht um Kaffee oder nicht Kaffee, hier geht es um ganz was anderes. Hier geht es nämlich darum, dass wir nie Gäste haben, niemals. Und heute, da haben wir mal einen Gast. Da stellt sie sowas auf den Tisch. Da wagt sie, sowas auf den Tisch zu stellen. Also Franz, wirklich. Ich meine, jedenfalls mir schmeckt der Kaffee wirklich, Franz. Ja, bitte. Dann nimm sie doch mit. Nimm sie doch mit, Mensch. Also, das lasse ich mir nicht gefallen. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und schon hau doch ab, wenn du dir nicht gefallen lassen willst. Pack deine paar Klamotten zusammen und verschwinde. Bitte, Herr Überkopf, bitte. So etwas lasse ich mir nicht zweimal sagen. Niemals zweimal. Hast du verstanden? So was sagst du nur ein einziges Mal zu mir. Ja, hoffentlich. Hoffentlich muss ich das bloß mal sagen. Pack deinen Scheißkram zusammen und hau ab. Du pack es doch zusammen und hau ab. Ja, meinetwegen mit Ede. Koch ihm doch den Kaffee oder mach sonst was mit ihm. Bin sowieso froh, wenn ich von dir nicht mehr fressen muss. Nee, also wirklich, Franz, das... Oh, leck mich doch am Arsch. Bitte, Fräulein, seien Sie doch wenigstens vernünftig, sich so zu streiten, bloß wegen Kaffee. Ich hab doch gehört, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich soll verschwinden. Verschwinden soll ich, hat er gesagt. Bitte, das kannst du haben. Gerne, gerne verschwinde ich hier. Sowieso ein Dreckskerl, ganz miesen, dreckiger Kerl. Ja, also bitte, das sind meine Tassen, ja? Das sind meine Tassen, die du da kaputt machst. Du weißt ganz genau, dass ich nur die Tassen habe. Ich werde dir eine Tasse kaufen, Franz. Ich werde dir eine Tasse kaufen und sie dir zuschicken. Ja, bitte, dann kauf mir eben, lass mir zuschicken. Also bitte, Fräulein, warum machen Sie denn sowas?
nicht mehr ertrage, mich so behandeln zu lassen. Da haben Sie ja völlig recht, Frau Frenzel. Völlig recht, aber ich meine, das kann doch schon mal passieren, dass jemand nervös wird und so. Das kann auch zu weit gehen. Diesmal ist es zu weit gegangen. Diesmal ist es viel Hier, zu komm, weit der gegangen. gehört dir hoch noch hier, wa? Danke. Und hier, dieser Schinken, der gehört dir doch hoch, ne? Und der Schmöker hoch. Komm, pack's ein. Pack deinen ganzen Kram zusammen. Geht mir sowieso auf den Nerven, du und dein ganzer Scheißkram. Also wirklich, Franz, wirklich, ich verstehe dich nicht. Ist mir doch scheißegal, ob du mich verstehst. Ist mir doch scheißegal. Warten Sie, Frau Frenzel, ich mache Ihnen das schon, ich trage Ihnen den Koffer. Du bist ein Schwein, ein widerliches, widerlich. Ein widerlich. Lern erst mal reden, bevor du dich mit mir einlässt. Lern erst mal reden, du blöde Kuh. Das genügt. Wir gehen. Dreckschwein. Kommen Sie ruhig rein, Frau Bast. Aber Biberkopf, was haben Sie denn jetzt wieder gemacht? Das war so ein nettes Mädchen, die Frenze. Und so fleißig, die Socken hat sie ihnen gestopft, die Knöpfe hat sie angenäht, die Unterhosen gerichtet. Die hat sich sehr viel Mühe mit ihnen gegeben. Völlig richtig, Frau Bast. Das ist ein Judith Mädchen, die Frenze. Das ist wirklich ein Judith Mädchen. Ich hab's auch sehr gern gehabt. Ich hab's ja wirklich sehr gerne gehabt. Wollen Sie sich nicht setzen, Frau Bast? Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit mir. Ja, gerne. Schmeckt gut der Kaffee, wa? Ja, natürlich schmeckt der gut, der Kaffee. Den hab ich ja auch gemacht. Meins hat nicht geschmeckt. Ich kenne nur Ihren Kaffee, Frau Bast. Jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr. Der ganze Streit, der ging doch um den Kaffee. Ich hab mir schon draußen gedacht, was will er denn eigentlich? Der Kaffee ist genau so, wie er ihn seit Jahren mag. Ja, da muss er doch irgendwas geben. Ja. So will ich das auch sehen. Da muss es doch irgendwas gegeben haben. Sie war sehr, sehr nett. Ein wirklich nettes Mädchen. Und sie war wirklich fleißig. Ich glaub, das hat geklingelt. Oh, das wird die Frenze sein. Sie ist zur Vernunft gekommen und kommt zurück, um die Sache klarzustellen. Das kann sein. Das kann aber auch nicht sein. Da ist eine Dame an der Tür. Sie sagt, sie soll was abgeben, sagt sie. Eine Dame? Die soll was abgeben? Ja, eine Dame, die was abgeben soll. Ja, lassen Sie doch hin. Oder? Aber bitte sehr, Herr Biberkopf. Kommen Sie rein, Fräulein. Guten Tag, Herr Biberkopf. Der Reinhold hat mich geschickt. Und Sie sollen was abgeben vom Reinhold. Ist aber schön. Ja, lass uns doch mal einen Moment alleine, Frau Bast. Ja, nur ein kleines Momentchen. Natürlich, Herr Biberkopf. Natürlich lasse ich Sie alleine.
Was ist denn, mein Kind? Hast du ein Wehchen? Fehlt dir was? Nein, es ist wirklich nichts, Herr Bieberkopf. Bloß seinen Pelzkragen soll ich für Sie abgeben. Hier. Eine schnieke Sache. Wo der Junge bloß immer die schönen Sachen auftreibt. Das letzte Mal waren es bloß ein paar Stiefel. Stiefel waren nicht bloß das letzte Mal und jetzt ist es schon ein Pelzkragen. Sie sind wohl sehr befreundet mit meinem Reinhold. Oh Gott, er schickt mir von Zeit zu Zeit Lebensmittel und Kleidungsstücke, was er nicht mehr braucht. Ja, wie gesagt, eben, das letzte Mal hat er mir Stiefel geschickt. Warten Sie mal, die müssen Sie mal begutachten. Hier, sehen Sie mal, Frau Silly. Das sind die Dinger, die er mir geschickt hat. Na? Was sagen Sie dazu? Das sind doch die reinsten Galoschen, was? Da passen mindestens 3 Mann drin. 3 Mann, wenn ich ihn jetzt habe. Na, kommen Sie mal her, kommen Sie. Kommen Sie. Stecken wir mal ein Mädchen drin. Da sehen Sie, Fräulein Silly, das ist doch ganz einfach. Da steckt man einfach die Füße rein in so einen Stiefel. Ja. Dann mal los! Nee, bleiben Sie mal so, das sieht so schön aus. Nicht umdrehen. Warte mal, rutsch doch mal ein Stückchen. Rutsch doch mal. Ich drück da noch mit drin. Was soll ich sagen? Da ist ein Platz. 4 3 drin, Mensch. Du, der Reinhold wartet auf mich. Aber du sagst ihm doch nichts. Bitte, bitte. Aber wie werd ich denn, Kindchen? Ich werd doch sowas nicht tun. Das tust du nicht, das tust du nicht. Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott. Hallo? Wer ist denn das? Bald wetzt er das Messer, es schneit schon viel besser. Bald wird er dran schneiden, wir müssen es erleiden. Na, am Reinhold. Hab ja nicht erwartet, dass ich da treffe heute. Wie geht's? Wie soll schon gehen? Hast du was vor für da? Na nu, ist doch noch nicht mal ein Monat um. Ist das schon wieder soweit? Nee, geht nicht auf sowas. Naja, eigentlich wartet ja die Zilli zu Hause auf mir, aber ist das schon gewöhnt, dass ich nicht mal ganz so pünktlich bin? Na gut, dann komm. Aber wo ist denn? So weiterchen schwurfen? Oder was? Nee, nix mit Schwurfen. Hat er nix schwurfen? Lass dich mal überraschen. Dass Milch ein hochwertiges Nahrungsmittel ist, wird wohl nicht ernstlich bestritten werden. Für
Kinder, besonders für kleine Kinder, Säuglinge, ferner für Kranke ist sie zur Kräftigung durchaus zu empfehlen. Besonders wenn daneben eine weitere nährstoffhaltige Kost verabreicht wird. Eine von ärztlichen Autoritäten allgemein anerkannte, leider aber nicht gewürdigte Krankenkost ist zum Beispiel Hammelfleisch. Also nichts gegen Milch. Nur darf natürlich diese Propaganda nicht plumpe, abwegige Formen annehmen. Also ich halt mal ein Bier. Besonders wenn es gut gelagert ist. Ich gegen Bier nichts zu sagen. Willst du wissen, wo wir hingehen? Nicht unbedingt, aber wenn du es mir sagen willst. Zur Halsarmee. Was? Ja, zur Halsarmee. In der Dresdner Straße. Herr, wir danken dir, dass wir uns heute Abend hier in deinem Namen versammeln dürfen. An der Ecke Landsberger Straße haben sie Friedrich Hahn, ehemals Kaufhaus, ausverkauft, leer gemacht und werden es zu den Vätern versammeln. Da halten die Elektrischen und der Autobus 19 Turmstraße. Wo Jürgens war, das Papiergeschäft, haben sie das Haus abgerissen und dafür einen Bauzaun hingesetzt. Da sitzt ein alter Mann mit einer Arztwaage. Kontrollieren Sie Ihr Gewicht, 5 Pfennig. Oh, liebe Brüder und Schwestern, die über den Alex wimmelt, gönnt euch diesen Augenblick. Seht durch die Lücke neben der Arztwaage auf diesen Schuttplatz, wo einmal Jürgens florierte. Und da steht noch das Kaufhaus Hahn, leer gemacht, ausgeräumt und ausgeweidet, dass nur die roten Fetzen noch an den Schaufenstern kleben. Ein Müllhaufen liegt vor uns. Von Erde bist du gekommen, zur Erde sollst du wieder werden. Wir haben gebaut, ein herrliches Haus. Nun geht hier kein Mensch weder rein noch raus. So ist kaputt Rom, Babylon, Ninive, Hannibal, Cäsar, alles kaputt. Denkt daran. Was machen die jetzt? Die sind zur Sünderbank aufgerufen. Zur Sünderbank. Verstehst du? Erstens habe ich dazu zu bemerken, dass man diese Städte jetzt wieder ausgräbt. Und zweitens haben diese Städte ihren Zweck erfüllt. Und man kann nun wieder neue Städte bauen. Du jammerst doch nicht über deine alten Hosen, wenn sie morsch und kaputt sind. Du kaufst dir neue. Davon lebt die Welt. Reinhold! Reinhold! Mensch, Mann. Was ist denn los? Was rennst du da so einfach raus? Vor die Jungs musst du ja vorsehen. Die bearbeiten wir so lange, bis du keine Puste mehr hast. Und so ein Ja sagst. Nu, na, nu. Bei mir nicht, oder müssen die ein bisschen früher aufstehen? Ich will von Weiber los, Franz. Ich will nicht mehr. Ist aber schade. Ich hab mich schon so auf die nächste gefreut. Meinst du, das macht mir Spaß, nächste Woche wieder zu dir kommen? Du sollst mir die blonde abnehmende Trude? Nee, du, auf die Basis. Also mir soll das nicht liegen, Reinhold. Warum denn? Auf mich kannst du doch verlassen. Von mir aus können auch 10 Weiber kommen. Die bringen wir doch alle unter. Reinhold. Lass mir zufrieden mit der Weiber, Franz. Lass mir zufrieden, wenn ich nicht will. Also wenn du die Weiber nicht willst, ist doch ganz einfach, dann lässt du sie eben. Die finden wir alle ab. Und die eine, die du hast, die nimmt der auch noch ab. Und dann lässt du das eben. 2 mal 2 ist 4, wenn du rechnen kannst, verstehst du? Da gibt es doch ja nicht zum Anglupschen. Mensch, kannst du einen anglupschen? Ja, wenn du willst, kannst du die letzte ja auch behalten. Hm? Was ist jetzt? Ich bin schon 2-mal hier gewesen. Bei der Halsarmee. Habe auch schon mit ihm gesprochen. Dem sage ich ja, halt bei der Stange und nachher kipp ich um. Und? Was ist? Weißt du, dass mir die Weiber so rasch über werden? Du siehst das ja, Mensch. Nach 4 Wochen ist aus, weiß auch nicht warum. Magst du nicht mehr. Und vorher bin ich verrückt nach einer. Sollst du mal sehen. Total verrückt. Zum Einspannen in die Gummizelle so verrückt. Und nachher? Nicht. Raus ist.
kann sie nicht mehr sehen. Könnt nur Geld hinterherwerfen, dass ich sie bloß nicht sehe. Mensch. Vielleicht bist du wirklich verrückt geworden. Doch. Dann war ich bei der Heilsarmee. Hab mit ihm gesprochen, hab ihnen gesagt. Und dann hab ich gebetet mit ihm. Warte. Gebetet hast du? Mensch, wenn er so zumute ist und du bist ja kein Rat, hat doch geholfen. 6 Wochen. 8. Man denkt an was anderes und reißt es zusammen. Geht. Naja, Reinhold, vielleicht gehst du mal nach der Charité. Oder vielleicht hättest du für dich gleich türmen müssen aus dem Saal. Dann hättest du doch ruhig da vorne hinsetzen können auf der Bank. Du brauchst dich doch von mir nicht zu schämen. Ich will nicht mehr. Hat doch keinen Sinn. Das ist alles Quatsch. Was soll ich da vorne hinkriegen und beten? Glaubt doch nicht. Naja, das kann ich verstehen. Wenn du nicht glaubst, dann hilft das auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich dir helfen soll, Reinhold. Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Dir müsste man vielleicht mal die Weiber gründlich verekeln. Oder sowas. Mensch, ich könnte jetzt schon kotzen vor der blonde Trude. Oh, moin. Oder übermoin. Lass mal sehen. Wenn die Guste oder die Nelly oder wie die dann heißen mag, wenn die anlangt, dann sollst du mal einen Reinhold sehen mit seinen roten Ohren. Und bist wie die haben. Wenn du dein ganzes Geld hinterher schmeißt. Die musst du haben. Es ist ein Schnitt. Rat mal, wen das ich getroffen habe. Will ich gar nicht wissen. Reinhold hat getroffen. So. Den Reinhold. Was hat er denn erzählt? Viel. Viel. So. Und du lässt dir alles erzählen von dem. Und glaubst es auch noch, was? Nicht doch Zittichen. Dann kann ich ja gehen. Gleich gehe ich. Erst warte ich 3 geschlagene Stunden auf dich. Und dann wirst du Quatsch machen und dir was erzählen. Menschenskind, du sollst mir doch bloß was erzählen. Was ist denn los? Dann verstehe ich gar nichts mehr. Das ist doch ganz einfach. Du sollst mir doch bloß was vom Reinhold erzählen. Das ist schön. Meinetwegen. Erzähle ich dir was von dem. Also der Mann, der Reinhold, der ist kein Liebhaber. Und kein Lude. Der ist überhaupt kein Mann. Bloß ein Strolch. Der geht rum auf der Straße wie ein Spatz. Macht Piek, Piek und schnappt die Mädels. Von dem könnten dir Dutzende ein Lied singen. Du denkst doch nicht, ich bin seine Erste gewesen. Oder die 8. Vielleicht die 100. Aber wenn du ihn fragst, der weiß selber nicht, wie viel er gehabt hat.
Und wie gehabt. Ihm siehst du gar nichts an, wenn er so sitzt und grübelt und trinkt keinen Alkohol. Und dann beißt er an bei einer. Ja, das hat er mir alles erzählt. Du denkst dir erst, was will der Junge? Aber dann fängt er plötzlich an zu reden. Und er redet und er redet. Und tanzen kann er. Warte, der kann tanzen? Na, etwa nicht? Wo hätte ich ihn denn kennengelernt? Auf dem Tanzboden in der Chausseestraße. Ich hätte aber nicht gedacht, dass der tanzen kann. Dass der tanzen kann, der Reinhold. Der holt dich raus, Franz, wo du bist. Und wenn's eine Verheiratete ist, der lässt nicht locker. Der kriegt's. Schwör mir keine Treue, leist mir keinen Eid, denn das reizt das Neue jeden Mal zur Zeit. Heiße Herzen geben niemals Ruhe, suchen frischen Antrieb immer zu. Schwör mir keine Treue, weil ich mir zerstreue, gerade so wie du. Da lachst du. Ist wohl auch so einer, was? Ah, nee, Silly, nee. Weißt du, das ist bloß so komisch mit dem Kerl. Und dann jault er mir wieder die Ohren voll, dass er von der Weiber nicht lassen kann. Und jetzt hat er die Blonde, die Trude. Vielleicht. Na, was meinst du? Soll ich ihm die abnehmen? Was schreist du denn so? Die haben sie wohl mit Schokolade begossen. Was ist los mit der Trude? Sag das noch mal. Was los ist mit der Trude? Ich hab dir doch schon mal gesagt, dass du nicht so schreien sollst. Ich hab da ja noch nicht mal gebissen. Nein, Franz. Gebissen hast du mich nicht. Aber ein bisschen reichlich naiv bist. Ein bisschen reichlich naiv. Na schön, dann bin ich eben naiv. Aber wenn er nun mal mein Freund ist, der Reinhold, der ist in Schwulitäten, und der latscht so ja eine Dresdner Straße zur Heilsarmee, um da zu beten, dann muss ich ihm doch beipflichten, wenn er mein Freund ist. Oder soll ich ihm die Trude nicht abnehmen? Und ich? Mit dir? Mit dir, da möchte ich angeln gehen, mit dir, da möchte ich angeln gehen. Aber Mensch, Silly, da müssen wir eben mal darüber reden. Wir können ja auch mal begießen, wie wir es machen wollen. Lass mich doch zufrieden. Da sieh mal die Stiefel, die Galoschen. Ja, die waren doch auch von ihm. Naja, du hast mir den Pelzkragen gebracht damals. Und die davor, die hat mir die Stiefel gebracht, die Galoschen. So ist die Sache. Ja, der Mann, der ist so, aber das ist mein Freund und ich wollte ihm helfen. Ich will dir doch nicht vormachen. Sein hundsgemeines Aas. Sein hundsgemeiner Kerl bist du. Also weißt du, wenn der Reinhold schon ein Lump ist, da bist du ja schlimmer. Schlimmer als das schlimmste Lot. Nee, Sally. Nee, das bin ich nicht. Wenn ich ein Mann wäre. Na gut, dass du das nicht bist. Deswegen brauchst du nicht so künstlich aufregen, Silly. Ich hab dir doch alles gesagt, wie es gewesen ist. Wenn ich das so ansehe, inzwischen, hab ich mal alles überlegt. Ich nehm ihm die Trude nicht ab. Und du bleibst hier.
Ich mach da nicht mehr mit. Der ruiniert doch die Menschen. Ich mach da einfach nicht mehr mit. Da muss was passieren. Wisst ihr was? Morgen früh, wenn der Reinhold aus dem Haus ist, da gehen wir zur Trude. Dann reden wir mit der. Und ich werde der beistehen. Und die kann sich auf mich verlassen, du. Ja!